this invitation. Second time that I take part ministers gathering. We have a feeling that this practice will become regular because there is so much in common between us, Ukraine, and G7 countries. G7 is a group that proves one important also er thing. freut sich, dass er dabei sein kann und er hat auch gesagt, dass er das jetzt gerne regelmäßig dabei sein würde bei diesen G7-Treffen, weil wir so vieles gemeinsam haben, sagte der ukrainische Außenminister. And we defend them. And I'm happy to see that G7 is strong again, and it is Ukraine who made G7 strong. Er freut sich, dass die G7 so stark und so kräftig die Ukraine unterstützt. In the G7 to lead, to shape international affairs. Und dass das eine großartige Führung ist, wie die G7 ihre Positionen hier vertritt. If you look back 2.5 months ago, there were conversations about decline of democracies, about the offensive of authoritarianism. Vor 2,5 Monaten hat man noch über den Untergang der Demokratie geredet, aber das ist alles Vergangenheit. G7 is strong. It makes decisions, it implements decisions. Die Ukraine zeigt, dass wir die Demokratie verteidigen und die G7 unterstützen today uns I asked G7 countries to adopt legislation and put in place all necessary procedures needed to seize Russian sovereign assets and give them to Ukraine. Give them to Ukraine for Und er erwartet von der G7, dass man der Ukraine weiterhin die Mittel gibt, um all die Gebiete zu befreien, die unter russischer Besetzung sind, und dass es dann auch genug Geld gibt, um die Ukraine wieder aufzubauen. We are talking about hundreds of billions of US dollars and euros, and und er geht davon aus, dass die Ukraine dieses Ziel eher früher als später erreichen wird. Hunderte Milliarden wird die Ukraine für diesen Wiederaufbau benötigen. So I appreciate a positive reaction of G7 countries to my request. Second, we discussed extensively. Und er freut sich und hofft, dass die G7 da diese finanziellen Mittel zur Verfügung stellen. Und dann haben wir über die globale Ernährungskrise geredet. Die russische Aggression gegenüber der Ukraine ist schuld für diese Ernährungskrise. Wir können kein Getreide exportieren. Mit Raketen wird Odessa, die größte Hafenstadt in der Ukraine, angegriffen. Und hindert uns daran, dass wir die Lebensmittel weltweit verteilen können. Mais, Weizen, alles ist in der Ukraine blockiert. Es ist nicht, weil wir es nicht exportieren wollen, sondern weil die Russen uns daran hindern. With G7 today we discussed ways how to lift this blockade, how to make sure Mit G7 haben wir heute überlegt, wie wir das umgehen können und wie wir unsere Lebensmittel in den globalen Markt, vor allem nach Afrika, schicken können. Wir kümmern uns sehr um die Sicherheit der Ernährung in Afrika. G7 und die Ukraine werden sich bemühen, dieses zu lösen, und zwar so, dass die Preise nicht explodieren. Und jetzt zu den Waffen. Das letzte Mal, als ich G7 getroffen habe, war das zusammen mit der NATO. Und es geht mir wie immer um 3 Dinge: Waffen, Waffen und Waffen. More and more weapons that Ukraine needs coming into the country. But there will
be enough of weapons when we win the war. Und unser Bedarf an Waffen ist seitdem noch einmal gestiegen. Wir brauchen immer mehr. Should continue. And today with G7 countries we address the issue of sustainability of supplies. Deshalb müssen auch die Lieferungen weitergehen. Ukraine receives everything that it needs to contain Russia and to defeat Russia militarily. Wir müssen sicherstellen, dass die Ukraine all das bekommt, was es braucht, um Russland einzudämmen. We fight a battle and the weapons that are needed are still on the way is not helpful. So sustainability is an issue and we will address it together with partners. Es hilft uns nichts, wenn wir die Waffen nicht an der Front haben, sondern wenn sie immer noch auf dem Weg sind. Es muss schneller gehen. Und dann die Sanktionen. Wir alle warten, wie dieses EU-Drama um das Ölembargo weitergeht. Jetzt hören wir, dass dieses 6. Paket ohne das Ölembargo kommen soll. Da kann Putin feiern. Und es ist das erste Mal, dass die Einheit der Europäischen Union dahin ist. We believe and we hope that the European Union will be successful in reaching consensus. It is their affair how to strike a balance, how to make a deal with Hungary. Wir hoffen sehr, dass die EU dennoch erfolgreich sein wird, dieses Paket mit dem Ölembargo umzusetzen. When we will see whether EU unity will continue to exist or it will be broken. Sehr kritischer Moment, den wir hier erleben, ob die EU hier geschlossen bleibt oder ob sie daran zerbricht. Putin hat immer daran gearbeitet, diese Einheit der EU zu zerbrechen. Wir hoffen, dass dann auch alles gut wird. Und am Montag bin ich in Brüssel bei den EU-Außenministern. It was helpful, fruitful, very honest and result-oriented. Thank you. Aber bislang bin ich dankbar für die fruchtbaren Diskussionen, die ich hier mit der G7 an der Ostsee hatte. Jetzt kommt eine direkte Frage nach dem ungarischen Ministerpräsidenten Orbán, der dieses Ölembargo blockiert. President Zelensky has not left Kiev since the beginning of the war, and I don't think he has any plans to do so. But, Präsident Zelensky hat Kiew nicht verlassen. His personality and his und er wird das auch in Zukunft wohl nicht tun wollen. Is so strong that even when he addresses summits through VTC, it's like if he was there in person. But on Hungary, we do not find the Hungarian arguments convincing. Und ich glaube, er hat eine solche Ausstrahlung, dass auch jede Videobotschaft auf irgendwelchen Konferenzen ankommt, als wäre er persönlich zu Again, it's up for the European Union to strike a deal or not to strike it. We will see. I believe that und was Ungarn angeht, das ist die Aufgabe der EU, hier für Einigkeit zu sorgen. Hungary opts out and does not support the package. I believe it will cause wenn rein theoretisch Ungarn da aussteigt, dann wird er viel Schaden bei der Europäischen Union anrichten. Noch eine Frage, die ich aber leider nicht verstehen kann. End this war with Russia, given the most recent protestation from the Kremlin from Vladimir Putin? The situation with weapons, the weapons supplies have improved significantly. Dimitro Kuleba, der Außenminister der Ukraine, der also mit dabei ist bei diesem G7-Treffen, also dem G7-Treffen der Außenminister, das heute stattfindet an der Ostsee. Da schauen wir nachher nochmal drauf. Machen